natürlich nicht nur der Strom ein Thema, sondern auch das Internet, gell? Also da muss man dann auch wirklich auch aufpassen, selbst wenn man denkt, man ist in Europa unterwegs, aber klarerweise, sobald du jetzt zum Beispiel die kroatische Grenze verlässt, Richtung Montenegro fährst, halt aus, da musst du aufpassen, wie löst du diese Situation, gell? Es gibt natürlich spezielle Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen im Kontext von Auswanderung, Wohnsitzwechsel, Leben und Arbeiten, wo man wenig Steuern zahlt, besseres Wetter hat oder für sein Geschäft bessere Bedingungen findet. Das ist eigentlich immer so der Kontext, sowohl in unseren Beratungsgesprächen, aber natürlich auch in unserem Podcast, vor allem in unserem wöchentlichen Podcast natürlich. Heute haben wir mal ein ganz besonderes Thema. Wir wollen mal in die Welt von Auswanderern eintauchen, könnte man sagen, die sich noch gar nicht für ein neues Wohnsitzland entscheiden können, sondern zunächst erstmal planen, so für längere Zeit oder sogar dauerhaft im Camper oder Wohnmobil zu leben. Und früher war es ja so, wenn man sowas vorhatte, dann war man eigentlich so jemand, der sagt, okay, ich verzichte jetzt auf Komfort und ich muss mich jetzt einschränken und dafür halt kann ich die Freiheit genießen. Aber wir wollen heute mal darüber sprechen, muss man wirklich seine Komfortzone verlassen, wenn man dauerhaft im Camper leben will? Wie ist das? Womit muss man rechnen? Woran muss man alles denken? Welche Hürden und Schwierigkeiten können auch auftauchen? Also all das heute in unserem Podcast und ich kann nur unseren Zuschauern und Zuhörern sagen, schnallt euch an, los geht's. Unsere Gäste sozusagen heute Nadine Wollkönig und Vinzenz Eder von MyVenture. Liebe Nadine, lieber Vinzenz, stellt euch doch mal unseren Zuschauern und Zuhörern selbst vor. Ja, danke schön. Wir freuen uns, dass wir heute dabei sein dürfen. Ich bin die Nadine, ich bin Marketingleitung bei MyVenture und neben mir sitzt der Vinz. Gründer und Geschäftsführer von MyVenture. Wir machen das seit 5 Jahren, seit 2019. Wir betreiben eine Campingbusvermietung. Deutschland, Österreich und in Italien sind wir vertreten. Ja, das machen wir eigentlich. Wir denken 24/7 über Campingbusse nach, im Wesentlichen. Genau, und möchten so ein bisschen unseren Kundinnen und Kunden das Leben im Campingbus näher bringen und was auch damit alles verbunden ist, egal ob es jetzt nur ein kleiner Wochenendtrip ist oder ob es tatsächlich einmal die halbjährige Auszeit ist. Also wir sind für alle Wünsche da offen und können, glaube ich, da immer ganz gute Lösungen anbieten. Und also man muss jetzt sogar als erstes gleich fragen, man kann also bei euch einen Camper mieten für ein halbes Jahr, ja? Geht natürlich auch. Wahnsinn, ja, das ist ja cool, ja. Und wir würden wir dann eure Unterstützung benötigen. Es gibt unterschiedliche Regelungen in unterschiedlichen Ländern. In Österreich eher schwierig, aber in Deutschland haben wir da keine zumindest. Ja, sehr interessant. Also der ein oder andere unserer Zuschauer und Zuhörer, den wird es vielleicht packen und eher werden die wahrscheinlich sagen, also klar, ich mache das vielleicht mal 1, 2, 3 Monate, um zu sehen, ob es geht, aber dann vielleicht für viel, viel länger. Aber wir wollen ja heute auch mal über das Leben, also wie ist das überhaupt so? Also vielleicht muss ich das auch jemand aus dem Kopf schlagen. Also ich muss mal den Sebastian gleich fragen, also ich selber habe meine längste Zeit im Wohnwagen, allerdings muss man sagen, mit meinen 2 Töchtern damals war 3 Wochen. Also länger, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre für mich damals nichts gewesen. Auch schon sagen wir, eine Deluxe-Ausführung eines Camping-Anhängers. Aber ich musste meinen 2 Töchtern eigentlich immer versprechen, dass die Route irgendwie über Disneyland oder Europapark ging, damit sie da überhaupt noch Lust hatten, im Prinzip auf so einen langfristigen Urlaub mit dem Wohnhänger damals. Ne? Also nicht mit dem Camper. Sebastian, wie war denn das bei dir? Was war denn deine längste Zeit im Camper oder Wohnwagen? Also ich habe schon natürlich relativ große Trips gemacht. Also ich bin mal mit meinen Kindern durch Europa gefahren, 6 Wochen lang, ja, im Wohnmobil. Ja. Ich bin auch durch die USA schon gefahren, lange Strecken im Wohnmobil. Ja, also ich habe schon größere Reisen gemacht, die auf jeden Fall jetzt mehr als 2, 3 Wochen waren. Ja. Also ja, ich finde es sicherlich Platz natürlich immer ein Thema, gerade wenn man mehrere Personen ist, aber gut, man macht dann eben ja auch, man fährt ja nicht die ganze Zeit nur, ja, sondern ist ja auch dann unterwegs, macht irgendwo Halt, erkundet neue Gegenden, macht touristisches Programm, liegt am Strand oder weiß ich was. Also da muss man halt schauen, glaube ich, gerade mit Kindern, ja, dass man hier eine entsprechende
Abwechslung hat. Aber sonst ja natürlich wunderschön. Und ich meine, heute gibt es ja in all diesen Fahrzeugen ist volle Unterhaltungsprogramm, ja, Fernsehen, DVD-Player oder was weiß ich was. Dann sitzen die den ganzen Tag im Wohnmobil beim Fahren mit den Kopfhörern und das vergeht die Zeit schon. Schrecklich eigentlich, oder? Naja, also jetzt vielleicht an euch beide mal die Frage, was sind da so für Leute, die auf euch zukommen, so die typischen, also diejenigen, die längere Zeit, also nicht bloß mal eine Woche oder 2 Wochen, sondern wirklich längere Zeit vielleicht mit dem Wohnmobil unterwegs sein wollen. Sind das Rentner, sind das junge Leute, sind das Freiberufler, die dann auch von unterwegs arbeiten? Also was sind das so für typische Kunden bei euch? Ich würde sagen, es hat sich einfach verändert, vor allem in den letzten Jahren. Vielleicht um das ein bisschen einzuleiten, es war früher schon so, dass im Campingbereich war das immer so der Urlaub für die mit einem kleineren Budget vielleicht. Das hat sich jetzt völlig gedreht. Wir haben Kunden vollkommen aus der Mittelschicht heraus eigentlich im Wesentlichen. Diejenigen, die länger mieten, das sind ja schon viele Personen, die einfach älter sind, die Zeit haben, das auch tun zu können. Wir haben aber sehr viele junge Leute, die einfach digitale Nomaden sind, die sagen, okay, ich bin jetzt einmal für einen Monat in Portugal und die arbeite von Portugal aus und die brauchen halt einen fahrbaren Untersatz, in dem ich dann auch schlafen kann. Ja. Die wollen einfach flexibel reisen, die wollen unabhängig sein. Es ist schon ein bisschen so trotzdem der Ausstieg aus dem normalen Alltag, die dann einfach sagen, ich möchte den ganzen Stress, den ganzen Trubel, den ich vielleicht in der Großstadt habe, ein bisschen entfliehen und selber ein bisschen bewusster leben. Ja. Das stimmt schon bei den Fahrzeugen an sich oder beziehungsweise gerade Familienreisen. Ich würde jetzt nicht sagen verzichten, aber man muss sich schon ein bisschen umstellen, um längere Zeit mit so einem Fahrzeug zu leben und etwas anpassen. Und wir sagen immer, es ist jetzt gerade im Urlaubsbereich ist es jetzt nicht vergleichbar mit einem Hotelurlaub. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung, entweder ich mache jetzt das oder ich mache das und eben diejenigen, die sich dann wirklich dafür entscheiden, länger mit so einem Fahrzeug unterwegs sind, die sagen, ja, ich will genau diesen Lebensstil eben ausprobieren ja, dem Ganzen ein bisschen entfliehen. Ja. Interessant. Ich schaue jetzt ja hier gerade bei eurer Webseite mal auf die Modelle, die man bei euch mieten kann. Da sind ja zunächst mal hier die VW-Busse, ja, also California und auch dann Grand California und auch, glaube ich, hier der neue, der elektrische. Und so dann auch ein bisschen größere Fahrzeuge. Stellt doch vielleicht am besten mal vor, was ihr so für Fahrzeuge vermietet, was so die Dauerbrenner sind, welche sind besonders beliebt, ja, und gerade so für Langzeiturlauber, was da besonders Sinn machen würde vielleicht. Ja, grundsätzlich muss man ein bisschen unterscheiden. Also wir als klassische Campingbusvermietung müssen natürlich schauen, dass die Fahrzeuge möglichst gut für Laien funktionieren. Das heißt, die Kunden, die zu uns kommen, haben meistens vorher relativ wenig Berührungspunkte einfach mit dem Thema gehabt. Also schauen wir, dass wir von der Modellpalette so ziemlich jeden Bedarf irgendwo abdecken. Das heißt, wir haben ganz kleine Modelle, angefangen beim VW California Beach, die sehr minimalistisch sind. Also das reicht aus zum Schlafen bis hin zum Knaus Van Wave. Das wäre jetzt der klassische Familiencamper mit Entertainment-System, Fernsehen und allem drum und dran, wo man dann aber einfach mehr Platz hat. Ja. Das heißt, es ist eigentlich was sehr Individuelles, je nachdem, was man vorhat zu tun mit diesem Camper, reise jetzt mit der Familie, reise alleine, zu zweit, fahre jetzt nach Norwegen oder doch irgendwie nach Spanien, muss ich auf ein paar Dinge einfach achten. Ja. Wenn ich jetzt länger unterwegs bin mit einem Camper, dann würden wir schon empfehlen, einen Camper zu wählen, der etwas mehr Platz hat, der auf jeden Fall eine Nasszelle mit Dusche, WC mit dabei hat, einen geräumigen Wohnbereich und vor allem auch ein bisschen Stauraum. Vielleicht nimmt man mal ein Fahrrad mit oder möchte irgendwie ein kleines Moped mitnehmen. Aber es ist einfach was sehr Individuelles. Da muss man wirklich überlegen, wohin geht's und entsprechend würde ich dann das Fahrzeug einfach dann auswählen. Das betrifft jetzt die Vermietung. Wenn ich jetzt wirklich mich dazu entscheiden würde, 1, 2, 3 Jahre in so einem Gerät zu leben, dann gibt es am Markt generell ganz andere Modelle auch noch. Ich kann da im absoluten Luxus leben. Es gibt Fahrzeuge, die kosten weit über 1 Million Euro. Da kann man sich dann unten sein Porsche auch noch mitnehmen. Da hat man dann wirklich das Wohnzimmer-Feeling und sage ich mal, das kleine Apartment nimmt man sich da mit in den Urlaub. Aber man kann es anders machen und relativ minimalistisch auch zurechtkommen. Ja, es ist immer eine Frage, was man selber persönlich möchte. Für uns in der Vermietung ist es einfach wichtig, dass wir Produkte anbieten, die funktionieren, dass wir eine sehr, sehr hohe Qualität haben und dass es vor allem einfach ist für unsere Kunden, da einfach mal hineinzuschnuppern und das auszuprobieren, ohne dass man jetzt irgendwie Kfz-Techniker sein muss. Also weil du das gerade gesagt hast, Produkte, die funktionieren, was sind so zum Beispiel die typischen Dinge, auf die man achten muss, die vielleicht, also für jemanden, der das Fahrzeug nie kennt, das vielleicht das erste Mal mietet, also eine große Herausforderung sein könnten? Ja, man muss schon ein bisschen darauf achten, wie das Fahrzeug aufgebaut ist. Es gibt mittlerweile
hunderte unterschiedliche Grundrisse, wie das Fahrzeug innen jetzt vom Campingausbau gestaltet ist. Manche Dinge machen mehr Sinn, manche weniger. Man sollte zumindest einmal darauf achten, dass man möglichst wenig mechanische Elemente hat, die sich irgendwie bewegen. Ja. Das ist trotzdem immer ein bisschen ein Kompromiss zwischen Platz und Gewicht bei diesen Fahrzeugen. Wir haben in Europa nach wie vor das 3,5 Tonnen Limit. Das wird jetzt demnächst auf 4,2 Tonnen erhöht. Dann werden wir es ein bisschen leichter haben, dass ich das mit einem normalen B-Führerschein lenken darf. Aber entsprechend ist die Ausstattung der Fahrzeuge, sagen wir mal, aus Materialien gemacht, die relativ leicht sind, aber die dann oft gerne mal kaputt gehen. Das heißt, ich sollte eher darauf achten, dass ich sage, okay, was Kompaktes, möglichst wenig bewegliche Elemente bei diesem Fahrzeug mit dabei, da kann man weniger kaputt gehen. Ich sollte mir vielleicht auch anschauen, die ganze Campingtechnik, von welchen Marken die verbaut wurde, dass man darauf achtet, dass man einfach gängige Marken hat, wie zum Beispiel eine Wasserversorgung, sollte möglichst von Truma sein. Da bin ich mir sicher, dass ich zumindest europaweit immer einen Servicepartner finde, sollte da mal ein Problem haben. Das Gleiche ist, was das Fahrzeug an sich betrifft. Wenn ich da jetzt einen Volkswagen oder einen Mercedes drunter stehen habe, dann tue ich mir da leicht Ersatzteile zu finden, eine Werkstatt zu finden, als wenn ich jetzt zu einer anderen Marken greife. Also auf die Dinge würde ich ein bisschen achten, dass das ganz gut funktioniert. Und dann ist es wiederum eine ganz individuelle Geschichte, was ich eben brauche. Wie viel Platz benötige ich? Ist mir jetzt ein Wohnbereich wichtig? Ist mir das Bett wichtig? Brauche ich ein großes Badezimmer? Also es gibt jedes Modell in jeder Ausführung mittlerweile. Es gibt Aufbauer, die nochmal Spezialumbauten machen. Wenn ich sage, ich will jetzt zum Beispiel wirklich autark unterwegs sein, möchte nie einen Campingplatz anfahren, dann würde ich mich vielleicht für Solarmodule entscheiden. Und ich sage, nein, ich bin eh nur auf Campingplätzen, dann nehme ich vielleicht etwas, wo ich alle Außenstromanschlüsse und Wasseranschlüsse habe, damit das ganz komfortabel dann einfach funktioniert. Aber man sollte sich schon gründlich damit auseinandersetzen. Es empfiehlt sich ja immer vorher mal die Fahrzeuge einfach mal zu testen, auszuprobieren und man kommt dann für sich persönlich dann ganz schnell drauf, was da die richtige Wahl dann eigentlich ist. Ja. Ich glaube, das Außergewöhnlichste ist vielleicht für unsere Kunden so im Vergleich zum normalen PKW, dass man sich einmal an die Größe des Fahrzeugs gewöhnt. Gerade wenn wir vom Grand California zum Beispiel sprechen oder so, wo die Höhe dann halt auch ein bisschen einen Unterschied macht. Also du kommst jetzt nicht mehr in jede Tiefgarage, was beim California Beach und Coast natürlich der absolute Vorteil ist, dass du auch in kleinen Städten, also wenn man jetzt an italienische Bergdörfer denkt oder in französische Küstenstädten, wo die Tunnelsysteme ja manchmal doch sehr knapp bemessen sind, da bist du mit so einem Fahrzeug natürlich deutlich leichter unterwegs, als wenn du jetzt einen großen Knauscamper hättest oder in den Grand California. Also das sind so ein bisschen solche Sachen, wo wir auch unsere Kunden dann auch immer darauf hinweisen, dass sie halt auch ein bisschen darauf achten sollen, wie groß ist das Fahrzeug, wie lang ist das Fahrzeug, wie breit ist das. Gell? Also ich glaube, da sind so die ersten Hürden und wenn sie das dann aber einmal verinnerlicht haben, dann steht, glaube ich, dem nichts mehr im Wege. Da fällt mir Vieles von dem, was ihr jetzt gesagt habt, ist ja im Grunde genommen bestätigt schon das, wir eigentlich was von vorher angesprochen haben. Es gibt ja eine wahnsinnig große Auswahl auch an Modellen. Und im Grunde genommen ist es ja eine Wissenschaft für sich und jedes Modell hat seine eigenen Eigenarten und hat die eigenen Features und dann noch möglicherweise Spezialausrüstung, die man dazu beschaffen kann. Also wie gesagt, ich bin schon öfters so im Wohnmobil unterwegs gewesen und allein schon nur um es zu mieten auch, muss man sich schon mal im Vorfeld natürlich genau dazu Gedanken machen. Also ich hatte zum Beispiel mal den Fehler gemacht, ja, ich hatte beim ADAC ein Wohnmobil gemietet, ja, und dann hatte das Wohnmobil keine Klimaanlage. Ja, also es hatte zwar eine Klimaanlage vorne drin im Fahrzeug, das heißt, wenn du gefahren bist, hast du schon die Klimaanlage anstellen können, dass dir als Fahrer die kalte Luft ins Gesicht geblasen hat. Aber dann, wenn du gestanden bist, ja, gab es keine Klimaanlage. Das heißt, wenn du dort standest in Italien im Sommer auf dem Campingplatz nachts, dann hast du erstmal schwitzen dürfen. Ja. Und das ist jetzt nur ein Detail. Ja. Ich meine, und ich denke eben, dass daher gerade die Anmietung für viele attraktiv ist, die jetzt in dem ganzen Bereich dann nicht so viel Erfahrung haben, einmal zu sagen, okay, ich miete mal was für ein paar Wochen, ich probiere das mal aus. Und vielfach sind ja auch gerade digitale Nomaden ohnehin so, dass sie sagen, okay, ich bin jetzt mal einen Monat in dem Land, dann gehe ich aber wieder wo ganz komplett anders hin. Und das ist ja dann auch der Vorteil am Mieten. Ja, ich kann im Grunde mal was ausprobieren, ich kann was ein paar Wochen nutzen und kann dann beim nächsten Mal ein anderes Modell nutzen und so nach und nach vielleicht diesen Lebensstil kennenlernen. Und ich würde sagen, also wenn ich jetzt unsere Mandanten anschaue, wir haben schon den ein oder anderen Hardcore, ja, Wohnmobilisten, sage ich mal, der jetzt wirklich im Wohnmobil lebt und das auch natürlich sehr mag und das ist ja auch ein schönes Leben, aber es sind doch viele, die im Grunde sagen, okay,
jetzt mache ich 4 Wochen Wohnmobil und dann mache ich 4 Wochen lang ein schönes Hotel und dann mache ich 4 Wochen Airbnb in irgendeiner Stadt, ja. Da ich glaube, so das Mieten können, ja, und dann ein Angebot zu haben von hochwertigen Fahrzeugen, entspricht, glaube ich, dem Lebensstil vieler digitaler Nomaden, zumindest wenn ich jetzt unsere Mandantschaft anschaue. Würde da das teilen, die Aussage? Absolut. Es macht einfach mehr Sinn. Also man möchte einfach genau diese Flexibilität dann oft haben und hin und wieder aus dem Ganzen auch wieder aussteigen. Es ist ja dann oft so, dass ich dann sage, ich möchte jetzt nicht zwingend in Europa bleiben, ich möchte vielleicht mal für ein paar Monate nach Indonesien. Da bringt mir der Camper in Europa relativ wenig. Wenn man sich dann die Kosten ein bisschen anschaut, die Fahrzeuge werden immer teurer in der Anschaffung. Man kann schon eine recht lange Zeit einfach mieten, bis man diese Kosten dann einfach amortisiert hat und im Vergleich zum Kauf jetzt. Und was man schon sagen muss, die Infrastruktur wird immer besser. Also es wird dann nicht nur im Bereich Fahrzeugbau sehr viel weiterentwickelt, sondern auch die ganze Infrastruktur drumherum. Das heißt, die Campingplätze haben sich natürlich jetzt auch verändert und das ganze Angebot rund um das Thema Camping hat sich verändert. Es gibt mittlerweile Campingplätze, die haben einen Wellnessbereich mit dabei. Die bieten Garagen an für die Fahrzeuge. Die sind top ausgestattet für das Thema Wintercamping zum Beispiel. Das heißt, ich habe immer wieder die Möglichkeit, einfach aus dem Campingalltag, aus dem, sagen wir mal, einfachen Campingalltag ein bisschen auszusteigen und mir dann vielleicht mal einen größeren Campingplatz zu buchen, wo ich eben das mit dabei habe. Wir haben aber ganz viele Kunden, die sagen, ich bin 3 Wochen mit dem Ding unterwegs und die bauen mir da ganz bewusst 4 Nächte ein, wo ich mal im Hotel schlafe. Das ist ja eigentlich das Schöne am Campen, dass ich die Freiheit habe, mir jeden Tag neu zu entscheiden, was ich denn eigentlich mache. Gibt es denn so Länder in Europa, wo jetzt eure Kunden bevorzugt hinfahren? Und auf der anderen Seite gibt es Länder, wo man sagt, also sie sind eher problematisch, da gibt es halt Probleme, weil zum Beispiel generell irgendwo sobald man da von mir aus das Auto irgendwo im Freien parkt, hat man ein paar Minuten später entweder, was weiß ich, schimpfende Nachbarn oder die dann bei der Polizei anrufen oder irgend sowas in der Richtung. Also gibt es Problemländer und gibt es Lieblingsländer? Doch, es gibt schon wesentliche Unterschiede. Das ist eigentlich eine sehr komplizierte Angelegenheit. Das ist nicht mal in Österreich einheitlich geregelt. Das heißt, das ist nicht nur auf Länderebene, sondern jetzt mal wirklich auf Regionen, auf einzelne Regionen muss man da schon schauen. Man kann schon sagen, so Richtung Skandinavien beispielsweise, Schweden, da sind sie sehr, sehr offen. Dafür stehen, wo ich möchte, mit meinem Campingfuß kann da übernachten. Das ist überhaupt kein Problem. In Österreich haben wir beispielsweise die Regelung, dass man sagt, okay, ich darf eigentlich nicht campen in der freien Natur, es ist nicht erlaubt. Dann gibt es eine Grauzone, das ist so zum Wiedererlangen der Fahrtüchtigkeit, darf ich 24 Stunden auf einem Parkplatz stehen, darf aber zum Beispiel keine Markise ausfahren, keinen Stuhl draußen aufstellen, also sprich kein Camp aufbauen. Ja. Die Schweiz ist da sehr, sehr, sehr streng, also da darf ich absolut nirgends stehen, da geht nur Campingplatz oder halt dafür extra vorgesehene Stellplätze. Es gibt noch andere Themen, die man ein bisschen berücksichtigen muss, sind auch so versicherungstechnische Themen. Beispielsweise, wenn ich nach Albanien fahre, da greift dann oft die Haftpflichtversicherung nicht. Das heißt, wir stehen in Albanien an der Grenze und kommen da oft in die Situation, dass man dort dann nochmal eine zusätzliche Versicherung abschließen muss. Muss man einmal überlegen, okay, wenn ich dann dort wirklich einen Schaden habe, also wir wickeln jedes Jahr hunderte Schäden ab, dass das dann recht aufwendig und kompliziert werden kann, da generell einmal Kosten erstattet zu bekommen. Da muss man immer überlegen, okay, wie ist dort einfach die Rechtslage? Wie wird das dokumentiert? Wenn ich dann wirklich einen Rechtsstreit habe, da gibt es dann schon ein paar Dinge, auf die man achten muss. Und eine Zusatzversicherung beispielsweise hilft da ganz gut, um ein bisschen weniger Kopfweh zu haben. Ja. Das Süden Europas, das ist immer so, ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Klischee. Es wird natürlich überall eingebrochen. Wir merken es schon in der Vermietung, dass man verstärkt. Italien, Spanien, Frankreich, das sind so die Länder, wo gerne mal ein bisschen was entwendet wird aus den Fahrzeugen. Da empfehlen wir zum Beispiel unseren Kunden immer grundsätzlich, Handschuhfach bleibt geöffnet. Dass man von außen wirklich erkennt, okay, in dem Fahrzeug ist jetzt keine Brieftasche drinnen oder irgendwelche Wertgegenstände. Ja. Am besten man lässt das Fahrzeug überhaupt offen. Kann man reingehen, schauen, okay, ist da was zu holen, testen. Und das Thema ist dann schon wieder erledigt. Ja. Es gibt andere Begrenzungen, es gibt so Hotspots, wo halt einfach extrem viel Campingaufkommen ist. Das ist so Portugal, Südfrankreich an den Küsten. Da gibt es mittlerweile überall Höhenbegrenzungen, wo das Übernachten am Strand dann eingeschränkt ist. Man muss sich da wirklich dann in den Regionen dann noch einmal informieren. Es gibt mittlerweile ganz gute Apps und beim ADAC oder bei uns in Österreich beim ÖMTC, die informieren da mittlerweile ganz gut, wo es erlaubt ist und wo nicht. Aber man sollte sich da auf jeden Fall damit ein bisschen auseinandersetzen. Eine sehr gute, ganz gute Planung. Interessant. Ja, das gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Also ich meine, ich bin auch mal, ich erinnere mich, ich war in Südfrankreich, da am Rastplatz gestanden über Nacht und dann sind wir auch ausgeraubt worden, während wir in dem Ding geschlafen haben. Ja.
Zum Teil werden ja, glaube ich, auch die Leute dann, die Insassen dann betäubt, so mit Betäubungsmitteln, mit Gas oder sowas. Das ist uns, glaube ich, nicht passiert. Wir haben es einfach nicht gehört, ja. Also da wurde halt ein Computer oder so entwendet, ein Laptop, jetzt nicht also war jetzt nicht wahnsinnig schlimm, aber ärgerlich schon, ja. Ja. Also so einen Extremfall haben wir zum Glück noch nicht gehabt, aber wir haben schon die eine oder andere eingeschlagene Scheibe. Ja. Und das ist dann das, was wirklich lästig ist. Du bist beispielsweise auf Korsika, da eine Werkstatt zu finden, ist eine echte Herausforderung, wenn man jetzt nicht selbst irgendwie Französisch spricht. Mit Englisch kommt man nicht weiter, mit jeder anderen Sprache auch nicht. Das ist dann einfach die Challenge. Und dann hat man halt dann gleich mal in so einem Urlaub irgendwie 2-3 Tage Werkstattmarathon vor sich. Ist man dann einmal Lösung hatte. Interessant. Jetzt generell, gibt es denn eurer Meinung nach oder eurer Erfahrung nach generell Probleme jetzt in einigen Ländern, wenn man einfach sagt, ich gehe jetzt in ein Land und wohne da einfach im Wohnmobil lange Zeit, dass man sich da anmelden müsste dann, wenn man eine bestimmte Zeit irgendwo sich im gleichen Landkreis auffällt oder sowas? Gibt es da auch gesetzliche Einschränkungen, die euch bekannt sind? Also offen gesagt, wir sind da jetzt sicher nicht die Experten für dieses Thema, aber man sollte definitiv, wenn man jetzt wirklich vorhat, in einem anderen Land generell länger oder beziehungsweise wechselt dann öfter auch das Land, da empfiehlt sich schon, sich mit seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und das Thema mal ganz genau abzuklären. Da kommt es dann schon darauf an, in welchem Land habe ich das Fahrzeug angemeldet, wie lange halte ich mich in diesem Fahrzeug auf, beziehungsweise wie lange halte ich mich mit diesem Fahrzeug dann in einem bestimmten Land auf. Da können wir von Österreich erzählen, wir haben da zum Beispiel eine Sondersteuer, das ist die NOVA, das ist die Normverbrauchsabgabe, und das ist eine zusätzliche Steuer auf den Fahrzeugkaufpreis, der abhängig ist vom CO2-Ausstoß. So, jetzt hat man bei solchen Wohnmobilen immer einen höheren CO2-Ausstoß, das macht dann gleich mal 25-30% des Kaufpreises aus. Und da bin ich dann einfach in Österreich steuerpflichtig. So, jetzt bin ich mit einem deutschen Kennzeichen für 6-7 Monate in Österreich. Da kann schon passieren, dass das Finanzamt einmal anklopft und sagt, okay, Moment einmal, warum hat das, du wohnst da scheinbar, du hast da ein deutsches Kennzeichen, stehst aber die ganze Zeit hier. Ja. Da haben wir Fälle im unmittelbaren Bekanntenkreis, da werden die Fahrzeuge dann wirklich dann beschlagnahmt und dann muss man mal die NOVA nachzahlen und dann kann man sich wiederholen. Ja. Das im Wohnmobilbereich eher weniger, da geht es dann vor allem eher Sportwagenbereich, kann es dann schon einmal zur Herausforderung werden. Aber auch da wieder, es gibt in jedem Land unterschiedliche Regelungen. Auf EU-Ebene gibt es jetzt keine Einheit. Von daher empfiehlt es sich auf jeden Fall, sich da genau zu informieren. Ne? Genau, in der Schweiz ist es ja dann nochmal ein bisschen verschärfter. Also da darfst du ja wirklich nur einen gewissen Zeitraum auch mit einem gemieteten Wohnmobil dich in der Schweiz aufhalten. Ich glaube, es sind 3 Wochen oder so, die maximal sein dürfen, und dann musst du wieder aus der Schweiz ausreisen. Und wenn man wirklich sich überlegt, dass man seine Wohnung jetzt zu Hause aufgibt und sagt, okay, jetzt ziehe ich ins Wohnmobil oder ziehe in den Camper, dann empfiehlt es sich auf jeden Fall, dass man den Wohnsitz vielleicht bei Freunden, Verwandten anmeldet. Es gibt die Möglichkeit einer virtuellen Adresse oder Anmietung eines Postfachs. Es gibt ja auch Wohnsitzlösungen für Menschen, die im Wohnmobil leben. Also da gibt es ja spezialisierte Dienstleistungen, die dann sowas anbieten. Also ich glaube, einfach Wohnung kündigen, einsteigen und losfahren. Also das ist sicher ein bisschen ein bürokratischer Aufwand noch dahinter. Glaube ich, ja. Einfach auch aus unserem Freundes- und Bekanntenkreis wissen wir, also Spanien und Portugal eignen sich da halt schon sehr, sehr gut. Die sind sehr camperfreundlich und auch von den Lebenserhaltungskosten rund um deinen Alltag sind wir da in einem Bereich, wo sich sehr gut leben lässt. Wenn wir jetzt außerhalb von Europa schauen, dann ist auch Thailand tatsächlich sehr interessant. Da könnte man jetzt mit einem Camper aus Österreich nicht unbedingt hinfahren, aber wenn man sich überlegt, dass man sich selbst dann anschafft und wirklich einmal runtertuckert, dann ist der Thailand tatsächlich ein sehr spannendes Land, wo man ein Leben im Wohnmobil führen könnte. Interessant. Jetzt gibt es natürlich immer eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie ihr das jetzt, ob ihr da einen Lösungsvorschlag für sowas habt oder wisst, wie das Leute machen, die jetzt zumindest ein eigenes Wohnmobil haben. Also, wenn ich jetzt ein deutsches Nummernschild habe, muss ich ja jedes Jahr mit dem Wohnmobil zum TÜV. Und wenn ich jetzt da längere Zeit unterwegs sein will, dann ist ja mein TÜV möglicherweise abgelaufen. Also wie machen das die Leute dann? Also kommen die dann einmal pro Jahr mit dem Auto, mit dem Wohnmobil nach Deutschland, um den TÜV abzunehmen und fahren wieder zurück? Oder keine Ahnung.
interessiert mich mal, was es da für einen Lösungsvorschlag gibt für diesen Fall. Leider keinen besseren. Das ist wirklich so. Also das ist für uns auch eine Riesenherausforderung in der Vermietung. Wir haben jetzt 300 Camper, die wir vermieten. Die müssen jedes Jahr zum TÜV. Man kann sich vorstellen, das ist ein enormer logistischer Aufwand. Das sind Neufahrzeuge, die wir ohnehin laufend technisch überprüfen. Aber in dem Land, wo das Fahrzeug angemeldet ist, da gelten dann diese Regelungen. Ne? Weil man sich schon anschauen kann, wenn ich jetzt in andere Länder fahre, was dann da wirklich notwendig ist, das Fahrzeug jährlich zu überprüfen. Da gibt es dann schon Ausnahmen. Ne? Also, okay, jetzt in Österreich haben wir das Spical, also bei uns ist das Spical oder die Parallel 57a Überprüfung, das ist dann ganz konkret. Bei Neuwegen ist die für 3 Jahre gültig. Das war damit nach Griechenland, hat da möglicherweise eine andere Regelung, kann nachweisen, dass das Fahrzeug da überprüft worden ist, dann reicht das nicht aus. Ja. Aber sobald ich zurück nach Österreich fahre, brauche ich immer Pickel. Das ist einfach so. Ich weiß es nur aus Freundeskreisen, wo die über ein Jahr unterwegs sind, die haben das dann halt oft verbunden mit Weihnachtsurlaub zu Hause, also die dann halt irgendwie ihre Route so geführt haben, dass sie dann einfach in Österreich ihre Überprüfung gemacht haben und dann halt weitergefahren sind, aber... Ja, also wäre halt interessant, gäbe es vielleicht ein anderes EU-Land, wo andere oder einfachere Bedingungen für Wohnmobile gelten und man lässt es dann dort zu, wie auch immer, ne? Das wäre eine Variante, aber da die EU ja alles vereinheitlicht, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, ob es dann eine Lösung gäbe für so einen Fall. Mandanten von uns sind oftmals tatsächlich dann interessiert, sicherlich hin und wieder mal zum Campingplatz zu gehen, aber auch gerade, was ja einen Charme hat, auch wenn man jetzt zum Beispiel am Laptop oder so arbeitet, im Wohnmobil ist ja dieses autarke Leben, ohne dass man jetzt unbedingt jeden Tag zum Campingplatz muss. Wie ist denn das jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier tagsüber am Laptop arbeiten muss mit Stromversorgung über Solar oder so? Wie lange kann ich denn mit so einem Wohnmobil tatsächlich jetzt autark sein, gerade mit so einem kleineren Wohnmobil, ohne jetzt irgendwo mich an einem Campingplatz hier auftauchen zu müssen? Es gibt alle möglichen Lösungen. Standardmäßig, wenn ich ein neues Wohnmobil kaufe, habe ich grundsätzlich, wenn ich autark unterwegs bin, immer nur eine 12 Volt Stromversorgung. Ich möchte jetzt meinen Laptop laden, dann wird es da schon schwierig. Gerade wenn ich länger unterwegs bin, würde ich speziell auf den Punkt sehr stark achten. Man muss das Fahrzeug nachrüsten. Das heißt, ich brauche einen Wechselrichter, der mir dann den Strom wandelt dann quasi dann eine Hausstromversorgung im Fahrzeug reicht dann meistens auch noch nicht aus, um einen Föhn zu betreiben. Föhn braucht 2000 Watt. Das heißt, das muss man grundsätzlich gut überlegen. Kann man Fahrzeug nachrüsten. Es gibt mobile Solarmodule, die man aufstellen kann. Kann man eine Batterien nachrüsten. Also ich sage, okay, jetzt nicht so ein Campingbus hat man meistens 3 Batterien, eine Fahrerbatterie und 2 Campingbatterien. Könnt umsteigen auf Lithium-Ionen-Batterien, könnt 3., 4., 5. Batterien noch einmal nachrüsten. Und dann bin ich schon einmal um einiges autarker unterwegs. Ja. Grundsätzlich sagen wir 3 bis 5 Tage kommt man dann so schon relativ gut durch. Das Fahrzeug sollte aber zwischenzeitlich schon bewegt werden. Also auf einem Regentag habe ich dann einfach keine andere Möglichkeit, außer das Fahrzeug zu starten. Dann muss es aber auch bewegen. Wenn ich es am Stand laufen lasse für 1, 2 Stunden, dann wird der Rußpartikelfilter gleich einmal kaputt sein und muss dann auch wieder getauscht werden. Das heißt, wenn ich autark unterwegs bin, sollte ich schon schauen, dass ich mein Fahrzeug regelmäßig dann einfach bewege, beziehungsweise zwischenzeitlich dann empfiehlt sich schon an Campingplatz ranzufahren oder beziehungsweise zu irgendeinem Stellplatz, wo ich die Möglichkeit habe, das Fahrzeug dann einmal in den Landstrom wirklich anzuschließen. Genau, ich kann das eigentlich nur unterschreiben. Wir haben bei uns ein fixes Solarpanel montiert mit einer zweiten Batterie. Über die läuft eigentlich der Kühlschrank und all unsere Geräte, die wir aufladen, also unser Handy beispielsweise, so wie der Vince richtig gesagt hat, also mit dem Föhn ist schwierig. Wir haben es gerade so hinbekommen, dass das Glätteisen funktioniert. So im Notfall. Aber ansonsten, wenn wir also sonnig unterwegs sind und wir waren im Vorjahr in Albanien unterwegs, wo wirklich ausgezeichnetes Wetter war, in den 2 Wochen haben wir nahezu keine zusätzliche Stromversorgung gebraucht, also der Kühlschrank, und da war halt immer wichtig, kühle Getränke zu haben am Abend. Das hat sie ohne weiteres mitgemacht, eben durch dieses Solarpanel. Genau, und da ist man dann schon wirklich sehr unabhängig. Wenn man wirklich viele Calls hat und der Laptop ständig aufgeladen werden muss, da muss man sich sicher eine Variante überlegen, wo man sagt, okay,
man macht so eine Mischform oder rüstet dann noch einmal batteriemäßig ein bisschen nach. Genau. Interessant. Also das heißt, da muss es sich auf jeden Fall, weil man ja eben, das ist natürlich wichtig für Leute, die arbeiten müssen von unterwegs, dass man sich davor gut Gedanken macht, bevor man da losfährt, wie das konkret auch dann funktioniert, weil wenn man, ist ja das letztlich das ganze digitale Nomadensein dann nicht mehr möglich, wenn man dann nicht mehr digital arbeiten kann, weil der Strom, Genau, weil der Strom fehlt, ja. da ist natürlich nicht nur der Strom ein Thema, sondern auch das Internet, gell? Also da muss man dann auch wirklich auch aufpassen, selbst wenn man denkt, man ist in Europa unterwegs, aber klarerweise, sobald du jetzt zum Beispiel die kroatische Grenze verlässt, Richtung Montenegro fährst, halt aus, du musst da aufpassen, dein Internet-Roaming funktioniert nicht mehr so, wie es vielleicht noch in Kroatien funktioniert hat, sondern du zahlst dann halt enorme Kosten, gell? Entweder muss man sich vorher eine SIM-Karte von Montenegro oder Albanien zulegen und darüber seinen mobilen Hotspot machen. Oder du hast eben die WLAN-Hotspots bei den Campingplätzen. Das solltest du aber halt dir auch vorher überlegen. Wie löst du diese Situation? Gell? Es gibt natürlich spezielle Geräte zur mobilen WLAN-Herstellung im Camper selbst. Oder es gibt Satelliten-Internet, solche Sachen. Aber es ist dann beispielsweise, ich glaube, Andorra ist auch noch so eine Geschichte, die ja außerhalb des EU-Roamings funktioniert. Also auch Anrufe, eben mobile Hotspots, das kann dann sehr schnell sehr teuer werden, wenn man sich da nicht davor ein bisschen schlau macht, wie es da mit den Tarifen aussieht. Ja, das ist ein sehr guter Punkt, ja, genau. Also das muss man auf jeden Fall beachten und wir reden wirklich hier, also wer das noch nicht gemacht hat, man redet hier wirklich von Kosten, das kann ganz schnell in die Tausende gehen, ja, also oder sogar 10.000, ja, wenn man da nicht aufpasst, vor allen Dingen, wenn dann die Kinder den ganzen Tag hier am iPad sitzen und Fußball anschauen oder irgendwelche Spiele machen oder so, dann bist du ganz schnell hier dann jenseits von 10.000, wenn der Urlaub 2-3 Wochen lang ist, ja. Das ist so wie früher, wenn du auf den Internet-Button geklickt hast am Handy, als es noch keine Smartphones gegeben hat und man sich dann gedacht hat, oh Gott, jetzt bin ich im Internet, wie komme ich da wieder raus? Weil das ist in meinem Vertrag nicht drinnen. Genau. Und Starlink beispielsweise verbraucht 100 Watt Strom, das Modem, das weiß ich von meinem Schwager, der hat eins im Camper. Das heißt, da muss man halt auch sehen, es ist relativ stromhungrig, wenn man halt da vom Elon Musk das Internet nimmt. Aber ich glaube, da ist man auch mittlerweile mit Tarifen von zwischen 60 und 100 Euro pro Monat, hat man dann halt sein Internet immer mit dabei. Aber Strom, ne? 100 Watt zieht halt permanent und selbst im Ruhemodus, ne? Relativ nah 100 Watt. Spannend, ja. Also Internet natürlich durchaus eine wichtige Sache, gerade für unsere Mandanten, die halt von unterwegs dann arbeiten wollen. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Also ich kannte ja von großen Wohnmobilen, so von Winnebagos, die ich mal gemietet hatte, die hatten ja dann so ein Aggregat, ja, da kannst du dann, wenn sowas mit Benzin läuft, und das macht auch für die Klimaanlage und so, ja, wenn du jetzt, dass dann die Klimaanlage laufen kann, wenn du jetzt sicher am Campingplatz stehst und so. Aber das ist ja wahrscheinlich bei den Campingbussen, gibt es das wahrscheinlich nicht, oder ist denn ja zu klein dafür? Die kleinen Modellen grundsätzlich ist es immer ein Gewichtsthema. Da ist die Klimaanlage an sich oft schon das problematisch. Das Auto wiegt dann einfach 60 Kilo und das kommt dann wirklich auf jedes Kilo auch darauf an. Klar, sobald man in der größeren Kategorie unterwegs ist und ich dann das mit einem C-Führerschein lenke, da gibt es auch keine Grenzen nach oben. Fahrzeuge haben weit über 1000 Liter Frischwasser mit dabei, Batteriespeicher, Dieselaggregate. Also da kann man sich wirklich austoben und toben. Das ist eine Budgetfrage natürlich, ja. Oder man hat dann noch einen alten Führerschein, so wie ich, den Führerschein habe ich vor Ewigkeiten gemacht, ja. Ja, das ist gut. Ich glaube, ich darf ja, was darf ich, 7,5 Tonnen, glaube ich, fahren. Ich habe den Führerschein irgendwann Ende der 90er Jahre gemacht. Du ja wahrscheinlich auch, Daniel, oder? Ja, genau. Ja. 7,5 Tonnen fahren, ja. Da kann man dann schon richtig hier aufladen, ja. Ja, meine Frau hat einen Führerschein, da steht sogar Bus drin. Und der große LKW, wir haben ja in der Schweiz gewohnt mal eine Weile und die haben in ihrem Computersystem irgendeinen Fehler gemacht. Und dann haben sie permanent mir und meiner Frau Führerscheine zugeschickt mit diesem riesengroßen LKW mit Hänger drin. Und wir haben dann angerufen und gesagt, das ist falsch. Wir haben eigentlich, meine Frau hat noch ein Autobus-Symbol drin gehabt. Ja, wir haben diesen Führerschein nie. Wir mussten alle nein, wir Schweizer machen keinen Fehler bei uns im Computer. Und dann hat man einfach gesagt, das wäre so, wie es ist. Dann haben wir ihn zurückgeschickt und dann kam der neue wieder mit dem großen LKW und mit dem Bus. Ja, aber spannend. So haben wir jetzt nochmal eine Klasse. Ja, aber egal, jetzt wir haben gerade über Klimaanlage gesprochen. Es gibt ja auch Leute, die fahren im Winter
und da ist dann eher die Heizung vielleicht interessant. Was ist jetzt einfacher, so ein Wohnmobil heute richtig schön warm zu kriegen oder es kühl zu kriegen? Das kann beides zu. Gute Frage. Mal so. Also ich sage mal, es ist einfacher, das Wohnmobil warm zu bekommen, weil die meisten Systeme laufen da auf Gas, Diesel, geht natürlich auch. Bei der Standklimaanlage brauche ich meistens Strom. Gibt es auch Varianten mit Gas, hängt dann wieder vom Modell drauf, kommt ein bisschen darauf an. Ja. Die Herausforderung im Winter beim Heizen ist aber grundsätzlich, ich habe ja trotzdem ein Wassersystem in dem Fahrzeug dann auch meistens. Das heißt, die Wasserleitungen, die können frieren, ich habe Abwasser, Frischwasserbehälter, die können frieren und die meisten Reisemobile haben dann einen Frostschutz verbaut. Das heißt, es kann mir dann passieren, dass ich unterwegs bin und vergesse, mein Fahrzeug zu heizen, wenn ich dann das Auto abstelle, auch wenn ich das Fahrzeug verlasse. Komme zurück und alle meine Wasserleitungen sind leer. So, und da funktioniert das Heizen nicht mehr und Duschen natürlich auch nicht. Das heißt, da gibt es schon ein paar Dinge, auf die man einfach achten muss. Also mit der Technik sollte man sich ein bisschen auseinandersetzen. Wenn man das im Griff hat, funktioniert sowas sehr, sehr gut. Und dann ist das Fahrzeug in wenigen Minuten auf einer sehr angenehmen Raumtemperatur. Wir haben es mal ausprobiert. Unsere kleinen Busse würden wir auf 38 Grad heizen können, für die wir sich den Sommer auch im Winter wünschen. Und die größeren möchten das auch überhaupt kein Problem. 27, 28 Grad, das sind so die Maximalwerte, die man da erreicht. Das reicht ab 22, 23 vollkommen aus. Also das funktioniert dann schon. Habt ihr jetzt im Winter auch wirklich großen Zulauf oder ist es eher so klassisch, dass die Leute im Frühling bis Herbst mit dem Wohnmobil durch die Gegend fahren? Also wir haben das jetzt pilotiert, gerade in der letzten Saison. War für uns jetzt auch die erste Erfahrung, dass wir wirklich dann breit Wintercamping anbieten. Die Nachfrage war überraschend groß, muss man sagen. Es sind sehr, sehr viele in den Süden dann trotzdem gefahren, aber auch viele, die dann einfach zum Skifahren gegangen sind. Man muss schon schauen, im Winter habe ich einfach andere Herausforderungen. Wir als Vermieter sowieso, aber auch der Kunde, das Thema Feuchtigkeit zum Beispiel. Ich bin Skifahren, meine Schuhe, das ganze Gewand, das ist nass und er hat dann eine Kondensation im Fahrzeug. Das heißt, ich muss schauen, dass ich das Fahrzeug irgendwie trocken halte, braucht da einen Raumtrockner oder Luftentfeuchter, sonst fängt mir da bald haben wir das Fahrzeug, die Matratzen und so weiter, fangen dann einfach zum Schimmeln an und das wird ungemütlich. Das Thema Heizen, Lüften im Fahrzeug, das ist dann schon etwas, da muss ich jeden Tag einfach ein bisschen drauf achten. Ja. Aber die Nachfrage wird immer mehr und auch die Infrastruktur rund um das Ganze wird immer besser. Also die meisten Skigebiete in Österreich beispielsweise haben ihre Campingplätze geöffnet im Winter und die sind da sehr, sehr gut besucht. Ist dann auch preislich oft ein sehr interessantes Thema. Also ich kann jetzt zum Arlberg zum Skifahren fahren und mir da für Wochen für 2.000, 3.000 Euro in ein Hotel einquartieren. Der Campingplatz im Winter ist deutlich günstiger. Da geht es los bei 15 Euro die Nacht und habe dann vielleicht trotzdem das gleiche Erlebnis. Ja. Also da wird schon viel geboten mittlerweile. Das Après-Ski ist da nur ein bisschen anders, ein bisschen ungemütlicher, muss man sagen. Ja. Also die Heizung vielleicht einschalten, bevor man losgeht. Ist das erlaubt übrigens? Also wenn man eine Gasheizung hat, darf man die laufen lassen, wenn man nicht am Fahrzeug ist? Ja, es gibt auch unterschiedliche Regelungen, aber grundsätzlich ja. Also die sind schon sehr gut abgesichert. Also man muss diese Fahrzeuge natürlich jährlich zur Gasüberprüfung schicken, aber es ist so, es ist eben alle einen Überhitzungsschutz verbaut, ein Crash-Sensor, je nachdem, welche Ausführung man da hat. Aber es ist notwendig, dass wirklich das Fahrzeug beheizt wird. Wenn ich das Fahrzeug verlasse, dann heizt ich vielleicht nicht auf 20 Grad, sondern nur auf 10. Aber die muss auf jeden Fall laufen. Definitiv, ja. Muss man sich auch wieder schlau machen. Es gibt Standheizungen, die schalten sich automatisch ab nach 2 Stunden beispielsweise. Also diese klassische Wasserstandheizung, die man jetzt in einem normalen PKW verbaut hat, das reicht dann nicht aus. Also, da schon, was habe ich da drinnen? Ne? Interessantes Thema. Sebastian, hast du noch Fragen? Vielleicht wäre es nochmal zu hören jetzt von euch, konkret von eurem Unternehmen. Wie ist so der Ablauf, wenn ich jetzt bei euch was mieten will? Wo habt ihr Mietstationen? Was muss ich für Dokumente haben? Was muss ich mitbringen? Die Kosten stehen ja auf der Website, das kann ich da sehen. Was kommt da noch dazu? Zum Beispiel an Kaution? Kann ich die Fahrzeuge, muss ich am gleichen Ort zurückgeben? Kann ich die woanders zurückgeben? Wie muss man das vorstellen, konkret in der Abwicklung? Also wir schauen darauf, dass der Prozess für unsere Kunden möglichst einfach und unkompliziert ist. Der Kunde zahlt einen Mietbetrag, da kommt eine kleine Servicepauschale dazu für die Abwicklung. Er hat die Möglichkeit, sich Zubehör dazu zu mieten. So privaten Haushalt, man hat jetzt keinen Campingtisch zu Hause rumstehen oder Campingstühle oder vielleicht ein Solarmodul. Das bieten wir alles einfach mit an. Wir schauen eigentlich, dass das Fahrzeug gerade speziell für einen Laien von Beginn an funktioniert. Uns ist es da immer wichtig, dass der Fokus nicht am Fahrzeug ist. Das ist für uns ein Mittel zum Zweck. Das soll funktionieren.
der Fokus sollte eigentlich auf der Reise sein, am Abenteuer, im Urlaub. Ja, aber im Grunde, was braucht der Kunde? Also der Kunde bucht sich das Fahrzeug, nimmt möglicherweise ein Versicherungspaket dazu, er hinterlegt natürlich die Kaution, das ist bei uns 800 €, was da an Sicherheitszahlung zu leisten ist. Das passiert aber zu 100% online, zu 100% digital. Das heißt, der Kunde durchläuft bei uns so wie beim Flugzeug ein Online-Check-in, das ganz komfortabel ist. Packt dann meinen zweiten Fahrer ein, lade meine Dokumente hoch. Und vor allem, wir schulen auch unsere Kunden online mit Erklärvideos. Und das ist eigentlich das, was uns ein bisschen besonders macht, dass der Kunde zu uns zum Standort selber kommt, das Fahrzeug abholt und eigentlich schon perfekt über das Fahrzeug Bescheid weiß. Nicht nur vor der Reise, sondern auch während der Reise hat er Zugriff auf diese Dinge. Wir bieten einen 7 Tage Kundensupport zusätzlich an. Das heißt, uns ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass es für Kunden unkompliziert ist, einfach ist und dass er sehr schnell in das Thema hineinkommt und sich dann mit dem Fahrzeug während der Reise wirklich gut auskennt, damit er möglichst sicher und komfortabel einfach unterwegs ist. Ja, Abholung zum Beispiel in Hamburg und zurückgeben bei uns in Klagenfurt in Österreich. Das können wir leider noch nicht anbieten, beziehungsweise wir könnten es schon, aber die Zahlungsbereitschaft der Kunden ist dann einfach nicht da, dass wir die Fahrzeuge dann hin und her stellen würden. Nur meistens das Problem, oder wir hätten das Problem, dass wir im Norden keine Autos mehr hätten, gerade im Sommer, und im Süden würden einfach alle Autos stehen. Und die Logistik, die kriegen wir noch nicht hin. Ja, davon träumen, glaube ich, ganz, ganz viele Vermieter. Es gibt wenige Anbieter, die das machen. Im Pkw-Bereich kennt man es ein bisschen bei Sixt. Aber auch dann kostet eben das Auto dann nicht 50 € irgendwie den Tag, sondern halt gleich mal 200-300 €. Und das muss ich dann schon überlegen, ob man das wirklich möchte. Oder so kann man das sagen. Aber Ich habe eben erzählt hier von dem Zubehör, was man bei euch mieten kann. Also zum Beispiel das Solarmodul. Wenn ich jetzt eben zu meinem Laptop arbeiten würde und angenommen, ich bin jetzt wo das natürlich die Sonne auch scheint, wäre jetzt so ein Solarmodul, was ihr dazu zur Verfügung gestellt und was man dazu jetzt nicht mieten kann, würde das dann ausreichen, um im Laptop zu arbeiten, oder muss ich damit auch selbst irgendwas überlegen? Oder halt einfach sagen, okay, ich muss halt an den Campingplatz gehen regelmäßig. Ja, das würde auf jeden Fall ausreichen. Also unsere Lösung schaut da so aus, dass wir haben ein mobiles Solarmodul. Das heißt, das ist jetzt unabhängig vom Fahrzeug, das können wir jetzt überall hinstellen. Und wir haben dann noch eine relativ starke Powerbank mit dabei. Das ist jetzt keine kleine Powerbank fürs Handy, sondern schon ein richtiges Gerät. Und das kann ich einfach entweder über den Landstrom laden oder eben über das Solarmodul. Damit kann Laptop, Kaffeemaschine und alles Mögliche betrieben werden. Laptop reicht aus für 50 Ladungen. Also damit funktioniert das eigentlich schon relativ gut. Und man hat genug Flexibilität, um sich irgendwie der Umgebung dann auch anzupassen. Sehr gut. Also und was sind so die besten Zeiten zum Mieten? Also jetzt, wahrscheinlich geht es auch nach Saison. Klar, wenn die Schulferien sind, ist es teurer, als wenn es jetzt nicht in Schulferien ist wahrscheinlich, ja? Genau. Also ich glaube, wir sind jetzt in einem sehr, sehr guten Zeitraum. Also wir kommen jetzt in den April und April, Mai sind schon so Zeiten, wo man sagt, okay, da ist es im Süden schon sehr, sehr angenehm. Du kannst einfach einmal auch für dich sein. Gell? Man hat nicht diese überfüllten Campingplätze, wenn man zum Beispiel Campingplätze ansteuert. Du hast die Möglichkeit, dich draußen aufzuhalten, ohne dass es sehr, sehr heiß ist. Gell? Also das sind jetzt schon, ich sage mal, von April bis Juni sehr attraktive Zeiten, vor allem auch von unseren Preisen her. Also da sind wir teilweise auch bei ab 47 €. Wir haben immer Frühbucherangebote, wir haben sonst auch immer attraktive Rabattierungen, zum Beispiel, wenn man sagt, also wir haben zum Beispiel so eine Art Restplatzbörse, wo man für einen bestimmten Zeitraum bei einem bestimmten Standort einen Camper mieten kann, wenn man halt wirklich so flexibel ist und sagt, ja gut, ich möchte los, mir ist egal wann, mir ist egal wie und wo. Und ich schaue mir an, okay, in Klagenfurt ist der Camper für 11 Tage zu dem super, super Sonderpreis verfügbar. Und was bei uns natürlich auch ein Vorteil ist, wir haben an jedem Standort Parkplätze. Das heißt, du kannst dein Privat-PKW kostenfrei bei uns stehen lassen und brauchst nur dein Sackerl mit deinen Sachen nehmen, einsteigen und losfahren. Genau, also so April bis Juni und dann ab September in den Herbst rein, goldener Herbstwanderzeit, Weinstraßenzeit, egal ob es jetzt in Italien, Österreich oder Frankreich ist. Also das sind schon sehr interessante Reisezeiten, wo man auch extrem viel machen kann. Wir haben verschiedene Roadtrips ausgearbeitet. Wir sind auch für die Kunden da, wenn sie sagen, boah, ich möchte eigentlich zu den Lofoten fahren, weiß aber nicht wie. Dann stehen wir bereit und beraten da sehr gern, was da die beste Route ist, wie lange braucht man den Camper überhaupt, was ist am idealsten, fahre ich jetzt 14 Tage, fahre ich 21 Tage oder noch länger.
Und wenn ich jetzt gerade hier bei dem Thema, was du jetzt gesagt hast, ich bin jetzt unterwegs mal für 2 Wochen und stelle eigentlich fest, das ist eigentlich schön und ich bin digitaler Nomade, ich muss ja nicht zurück ins Büro und ich möchte noch 2 Wochen dranhängen. Ist das möglich? Kann ich dann einfach anrufen und sagen, hör mal zu, hier ich zahle zusätzlich Miete, oder ist das in der Regel kompliziert? Hängt immer ein bisschen davon ab, wie gut wir gebucht sind. Wir versuchen dann schon alles, andere Fahrzeuge umzubuchen, um dieses eine Fahrzeug frei zu bekommen. Sagen wir also spontan in der Hochsaison zu verlängern, schwierig. In der Vorsaison haben wir oft noch Fahrzeuge einfach als Backup bei uns im Lager stehen, die jetzt nicht direkt in der Vermietung sind. Und dann geben wir ein weiteres Fahrzeug in die Vermietung, dann ist das eher leicht möglich. Ja. Okay, macht Also Juni bis September schwer. Genau, also das muss jeder natürlich wissen, aber ich denke mir sowieso, also ich meine, viele unserer Mandanten sind jetzt nicht unbedingt in der Zeit unterwegs, weil das ist ja auch dann alles wahnsinnig voll, ja. Also wie gesagt, ich habe es ja schon selbst gemacht im Sommer, also dann ist ja auch die Campingplätze, gerade Italien, Frankreich, brechend voll, ja, und also da kann man sich dann was Schöneres vorstellen, ja? Muss man sagen. Zumal man, weil du gerade sagtest, Italien, ist ohnehin ja schon mit dem Wohnmobil an den schönsten Orten, also wenn man da so durch die schönen alten Städtchen fahren will, schon sehr, sehr gutes Fahrkönnen aufweisen muss. Das darf man halt nicht vergessen. Ne? Deswegen war ich manchmal immer so ein Fan, lieber mit Caravan, also mit Anhänger, weil dann kann ich irgendwo stehen lassen. Dann kann ich mit meinem Auto irgendwo da die schönen italienischen Sträßchen und Gässchen langfahren. Hat halt beides ein Vor und Wider. Was mich nochmal interessieren würde, wo seht ihr denn so die Zukunft, so was die Camper betrifft? Wo geht es denn dahin? Weil überall hat man jetzt so das Thema autonomes Fahren und KI und also ich frage mich einfach. Elektro vor allen Dingen, ja, EV, ja. Ja, gibt es irgendwelche Trends jetzt schon, wo man sagen muss, also in 5 oder in 10 Jahren wird sich das nochmal verändern? Also das ist das, was wir jetzt schon sehen. Ihr geht ja bestimmt auf Messen oder sowas und verfolgt die Trends dort sehr. Das würde mich mal sehr interessieren. Also es wird jetzt über die nächsten Jahre sicher enorme Veränderung einfach geben. Momentan sehen wir eigentlich, dass es immer breiter wird. Es kommen immer mehr neue Anbieter auf den Markt, die immer wieder in Nischenbereichen, sagen wir mal, sich weiterentwickeln. Was wir jetzt bei den großen Anbietern schon sehen, dass sich auch die Campingbranche früher oder später in Richtung Elektromobilität einfach entwickeln wird, aber entwickeln muss. Es wird hin und wieder schon einmal angeboten. Es ist aber trotzdem noch in der Branche insgesamt sehr in der Schule, muss man sagen. Das sind schwere Fahrzeuge, da funktioniert das auch nicht so gut. Wir selbst probieren es auch jetzt gerade erst aus, das erste Mal einen Elektrocamper anzubieten. Aber es kommt jetzt schon langsam wieder Bewegung rein in das Ganze. Dann sagen wir mal so, und in 5 bis 10 Jahren wird es einfach kaum Verbrenner noch geben. Zumindest was die kleineren Modelle betrifft. Das sehen wir schon. Also da wird sehr viel entwickelt, da gibt es schon sehr viele Prototypen, die immer wieder vorgestellt werden. Da setzt man sich schon intensiv damit auseinander, auch in dem Bereich was Vernünftiges anbieten zu können. Da muss ich aber trotzdem auch die Infrastruktur mitentwickeln. Ich bin selber sehr lange mit einem Elektrofahrzeug unterwegs gewesen. Sommer, Kroatien, Heimreise. Möchtest ein Fahrzeug laden, kannst du sicher sein, du stehst mal bei der Ladesäule 1 bis 2 Stunden, wartest mal, bis du überhaupt einmal rankommst. Ja. Also gerade beliebte Urlaubsstrecken, Urlaubsländer, da muss ich halt noch einiges einfach bewegen. Ich würde sagen, insgesamt momentan ist die Branche noch nicht so weit, dass es in diese Richtung, sagen wir mal, wirklich intensiv geht, aber man spürt, dass es sich da schon weiterentwickeln möchte, sagen wir so. Was sich sicher in den letzten Jahren ein bisschen getan hat, ist so diese individuellen Ausbauten, gell, wo man halt wirklich sagt, man geht da bei den Möbeln in einen High-End-Bereich rein, was teilweise Tischlerarbeiten sind, wo du sagst, okay, du gehst weg von diesem Plastik, mehr zu dem Hochwertigen, mehr zu dem, okay, wo brauche ich welche Schublade, also sehr gefinkelte Sachen teilweise, gell, mit welchen Schwerlastauszug braucht man wann und wie lässt sich dann das Bett integrieren. Also ich glaube, da sind gerade in den letzten Jahren schon viele Anbieter aufgepoppt am Markt. Einige halten sich irrsinnig gut, weil sie einfach Top-Produkte anbieten, aber eben auch diese Modulsysteme, zum Beispiel, wir haben selbst auch im ID.Buzz ein Küchenmodul, was hinten über einen Schwerlastauszug funktioniert, gell?
was zum Beispiel beim VW Coast fix verbaut ist, das Küchenmodul, ziehst du halt so hinten raus und kannst deine Sachen kochen, deinen Kaffee warm machen, deine Nudeln aufstellen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Lösungen, die sehr, sehr spannend sind und was das Ganze noch so ein bisschen mehr heimelig macht, gell? Wo man sagt, okay, man sucht sich da gewisse Highlights raus, die das Ganze schon sehr gemütlich machen und dann eben wirklich auch so einen dauerhaften Campingaufenthalt noch attraktiver machen. Macht Sinn. Ja, schön. Also, spannend. Hat dem einen oder anderen hoffentlich jetzt einige offene Fragen beantwortet oder auch vielleicht Lust gemacht, das doch mal wieder ins Auge zu fassen, auszuprobieren. Ja, Sebastian, wäre das was für dich? Dieses Jahr, nächstes Jahr, mal mit der Familie? Na, also ja, auf jeden Fall. Urlaub natürlich auf jeden Fall, klar. Jetzt Langzeitleben im Wohnmobil wahrscheinlich nicht momentan, aber klar, Urlaub jederzeit. Interessant. Also wir haben jetzt gerade vor 2 Monaten hier in Griechenland eine Familie kennengelernt, die seit 15 Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs ist. Wie die das mit dem TÜV machen, keine Ahnung. Also die sind nicht jedes Jahr nach Deutschland gefahren. Aber die wohnen halt dann oftmals parallel noch halt in irgendwelchen so gemieteten Ferienhäuschen oder sowas. Ne? Aber sind halt ansonsten das einzige Fahrzeug, was sie haben, ist ihr Wohnmobil. Und entweder sind sie mit dem Wohnmobil unterwegs oder kommen jetzt zurück in ihre Bs. In so einem Olivenhain haben sie so ein Häuschen ohne Stromanschluss. Und mit Solarzelle leben sie da. Ist schon interessant, ne? Es gibt wirklich Enthusiasten, die sind glücklich, ne, mit dem Leben, so als digitalen Nomade. Sehr schön. Also ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und für all das, was wir von euch lernen durften heute. Wir dürfen ja eure Kontaktdaten einblenden, jetzt hier am Ende des Interviews. Und dann kann der ein oder andere, der jetzt noch Fragen hat, direkt mit euch in Kontakt treten. Genau, so ist Vielen es. Dank. Sehr gerne. Auch danke für eure Zeit, für die Einladung. Und falls bei einer Hörerin, bei einem Hörer Fragen aufgetaucht sind oder Lust, dann einfach uns anrufen oder mal auf der Homepage umschauen. Und wir freuen uns immer über neue Kontakte. Klasse, das war Sehr dann schön. schon das Schlusswort. Dann vielen herzlichen Dank. Danke Bleibt euch. freundlich. Grüße aus Ja. Klagenfurt. Tschüss. Ciao. Danke. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.